Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, welchen Aufwand es macht, ein kurzes YouTube-Video zu produzieren. Ich werde euch alle Schritte zeigen, von A bis Z, und hinterher werdet ihr sehen, es steckt eine Menge Arbeit dahinter. Viel Spaß beim Zugucken. Um so ein YouTube-Video herzustellen, benötigt man eine ganze Anzahl von Schritten. Ich bin jetzt auf 10 Schritte gekommen und diese einzelnen Schritte möchte ich jetzt mal vorstellen im Einzelnen. Was steckt dahinter, was muss man alles machen, was muss man beachten und welche Tools benutze ich dafür. Ein Video herzustellen ist manchmal ein wenig einfacher, vor allem wenn ich so ein Labervideo mache, wo ich bloß sitze und erzähle. Und es ist etwas schwieriger, wenn ich irgendwelche Anleitungen mache, wenn ich rausgehe und irgendwelche Aufnahmen draußen mache, wenn ich Drohnen fliegen lasse, wenn ich weite Reisen unternehme, vielleicht noch über mehrere Tage. Dann wird es relativ aufwendig, weil ich muss die ganzen Filmaufnahmen nachher sichten, ich muss sie schneiden, ich muss vielleicht Texte unterlegen und Musik und solche Dinge natürlich auch noch. Also viel Spaß! Ich stelle jetzt mal die einzelnen Schritte vor, die notwendig sind, um ein YouTube-Video, was ein bisschen aufwendiger ist, abzuarbeiten. Der erste Schritt wäre, ein Konzept zu schreiben. Denn ohne eine ganz kleine Dokumentation, ohne die Schritte aufzuschreiben, kommt man sehr schnell ins Chaos und vergisst Dinge oder macht Dinge ganz anders, wie man das vorgesehen hatte. Und zum Schluss passt das Ganze nicht mehr zusammen. Also es ist besser, ein Konzept zu schreiben, dann weiß man, was man braucht und dann weiß man auch ungefähr, welcher Aufwand dahinter steht. Ich benutze dafür immer eine normale Tabelle, wenn es komplizierter wird. Wenn es einfacher ist, schreibe ich das einfach untereinander weg, entweder in irgendeine Notiz oder einfach nur auf einen Zettel, und das funktioniert auch. Also wenn es ein einfaches Video ist, benutze ich einen Zettel. Wenn es ein kompliziertes Video ist, benutze ich eine Tabelle, wo das alles ein bisschen geordneter ist. Ich verlinke das auch auf meine Homepage und werde die Tabelle zum Download bereitstellen, und zwar genau für dieses Video, sodass man sieht, welcher Aufwand dahinter steckt und was man da alles eintragen kann, als einfaches Beispiel. Im zweiten Schritt gucke ich mir an, wie ich die technische Umsetzung machen möchte. Das heißt, ich gucke, welche Aufnahmestandorte ich habe, also im Sinne von, ist die Kamera jetzt frontal, ist die Kamera an der Seite, bin ich irgendwo am Schreibtisch und muss komplett seitwärts filmen, wie ist die Beleuchtung an der Stelle, brauche ich eventuell eine Actioncam und muss ich mit der Actioncam irgendwas machen, brauche ich Drohnenaufnahmen dafür, brauche ich irgendwelche Nahaufnahmen, die ich zusammenbauen muss vorher, oder möchte ich irgendwelche Tricks anwenden, die ich dann besonders herstellen muss, zum Beispiel Greenscreen oder Bluescreen und solche Dinge. Und das plane ich alles. Das heißt, ich weiß dann ungefähr, in welchem Schritt ich welche technische Umsetzung habe. Also auch sowas wie Timelapse oder Zeitlupen und so weiter. Das ist der zweite Schritt, den ich mir aufschreibe. Im dritten Schritt überlege ich, welche Orte ich brauche. Das heißt, wo möchte ich aufnehmen? Ist das zu Hause, im Studio? Oder ist das in einem Hotelzimmer oder in irgendeinem Büro oder in irgendeiner Fabrik oder in einer alten Ruine in der Natur? Das muss ich jetzt zusammenstellen. Wo möchte ich die Aufnahmen machen? Und dabei gucke ich auch gleich, habe ich sehr nahe Aufnahmen, habe ich Übersichten, habe ich Drohnenaufnahmen von oben, muss ich irgendwo hinterher. Also das lege ich jetzt fest. Wo sind die Orte? Also Outdoor, Indoor. Muss ich irgendwo hinfahren? Und habe ich vielleicht eine weite Reise vor und brauche ich irgendwelche Fahrzeuge dafür und so weiter. Also wo möchte ich das Ganze filmen? Das ist Schritt 3. Wenn es ein komplexeres Video ist, mache ich mir auch einen kleinen Zeitplan. Denn wenn ich irgendwelche Außenaufnahmen habe, wo ich dahin muss und dahin muss und dahin muss und noch komplizierte Innenaufnahmen, dann muss ich das alles irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Ich brauche ja das Licht draußen und dann habe ich vielleicht nur vormittags Sonne und nachmittags Schatten und es wird früh dunkel, und dann muss ich es ein bisschen in Reihenfolge bringen. Also man dreht ja nicht so, wie die Reihenfolge des Videos ist, sondern so, wie es sich am besten machen lässt. Das heißt, ich mache dann zum Beispiel erst die Außenaufnahmen, die vielleicht am Ende des Videos kommen, und drehe das andere hinterher im Zimmer, wenn die Sonne untergegangen ist und ich genug Licht habe hier. Dann ist es ja kein Problem. Im fünften Schritt lege ich fest, welche Materialien ich brauche. Einmal, um Indoor zu drehen, vor allem wenn ich irgendwo hinfahren muss, muss ich das ganze Zeug ja mitnehmen. Und es ist äußerst ärgerlich, wenn man irgendwo steht und hat dann seinen Gorilla-Pod vergessen, so wie ich in genau diesem Video. Obwohl ich es aufgeschrieben habe, habe ich das Gorilla-Pod vergessen und stand draußen auf dem Opernplatz an der Oper und wollte
das Gorilla-Pod irgendwo befestigen und ich hatte keins mit. Also musste ich umdisponieren vor Ort und das ist dann ärgerlich. Oder wenn ich irgendwelche Dinge brauche, Blitzgeräte, sonst was, das muss ich alles mitnehmen und dabei haben. Da muss ich die Sachen packen und eventuell auch genau aufschreiben und dafür mache ich mir dann eine Materialliste. Bei ganz, ganz kleinen Videos natürlich nicht und bei einem Labervideo fällt das ja gar nicht an. Jetzt kommt der 6. Schritt und diesen Schritt werden die meisten mit dem Drehen von solchen Videos verbinden, nämlich das Abdrehen der einzelnen Szenen. Das ist ein Schritt, der manchmal gar nicht so lange dauert, denn der Aufwand vorher und nachher ist deutlich größer für viele Aufnahmegelegenheiten und man wundert sich, wie schnell die Dinge manchmal abgedreht sind. Etwas länger dauert es zum Beispiel, wenn man Drohnenaufnahmen hat und eventuell zwischendurch irgendwas laden muss wieder oder die Standorte wechseln muss. Dann ist es ein bisschen komplizierter und dann dauern die Dreharbeiten auch ein bisschen länger. Manchmal dauern die auch 2 oder 3 Tage, wie bei meinen Videos zum Beispiel, wenn ich Exkursionen mache irgendwo hin mit dem Kanu oder wenn ich Kraniche fotografiere oder Adler, wo ich extra auf eine Insel fahren muss. Und ja, diese Insel muss ich erst ansteuern, da muss ich ein Boot aufbauen, da muss ich darüber, da muss ich ein Zelt aufbauen. Und dann ist das Ganze schon ziemlich kompliziert. Da kann ich übrigens auch nicht mal schnell zurückfahren und meinen vergessenen Blitz holen oder meinen Konverter. Bei den Dreharbeiten darf man eines nicht vergessen und das ist die Qualitätssicherung. Wie oft habe ich schon da gestanden und mich gewundert, wieso der Ton so schlecht ist, weil ich irgendwelche Batterien nicht drin hatte oder irgendein Mikro nicht eingeschaltet hatte oder schlichtweg ein Kabel irgendwo nicht eingesteckt hatte. Wenn alles abgedreht ist, dann kommt der Schritt 7 und dort werde ich das ganze Material überspielen und eventuell zwischensichern. Das kann auch passieren, je nachdem, wo ich bin. Und dann bringe ich das alles in den Rechner rein, lese die Karten alle aus und baue das erstmal in mein Programm ein. Das heißt, ich muss die Daten einlesen. Ich benutze ja Final Cut Pro X und ja, da muss das erstmal alles rein, das Zeug. Das dauert auch ein paar Minuten und auch mal ein bisschen länger, wenn ich sehr viel gedreht habe. Und dann ordne ich das Ganze auch. Ich habe eine bestimmte Ordnung, wie alles im Rechner abgelegt wird. Sonst ja, gibt es ein Chaos irgendwann, vor allem wenn man sehr, sehr viele Filme hat und sehr viel Rohmaterial hat. Der Schritt 8 ist ein ganz aufwendiger Teil. Das ist das Schneiden des Films, eventuell das Nachvertonen von bestimmten Szenen und eventuell auch das Nachdrehen von ganz kleinen Einheiten, die man mal so nebenbei noch schnell machen kann, weil irgendwas gefehlt hat oder irgendwelche Bilder, die man braucht und dort einblenden will, einfügen will oder ähnliches. Das Schneiden des Filmes dauert sehr, sehr lange, weil ich habe vielleicht 30, 40 verschiedene Filmschnipsel, die ich jetzt zusammenbaue. Dazu kommen noch vielleicht 3, 4, 5 oder 10 Bilder. Dazu kommen Texte, die ich bauen muss. Und das Ganze muss zusammengeschnipselt werden in kurze Einheiten, die unterbrochen werden teilweise, die zusammengeschnitten werden, wo Versprecher rausgeschnitten werden, wo ich Dinge doppelt abhören muss erstmal und mich für eine Szene entscheiden muss und so weiter. Das sind immer mehrere Stunden, die ich damit verbringe, je nachdem wie komplex das Video ist. Das kann auch mal einen ganzen Tag dauern, also 8 Stunden lang schneiden. Im vorletzten Schritt, also im Schritt 9, produziere ich immer die Musik. Also entweder suche ich in irgendwelchen, ja, irgendwelchen Listen, hätte ich beinahe gesagt, auf irgendwelchen Plattformen irgendein Musiktitel, Musikstück, was ich verwenden kann in meinen Videos. Aber meistens mache ich das nicht, weil ich meistens nur sehr kurze Musikeinheiten brauche. Das heißt, so die kürzesten sind dann so 10 Sekunden, 12 Sekunden lang. Also ein bisschen mehr braucht man da immer, 14, 15, 16 Sekunden. Etwas längere dauern dann vielleicht 1 Minute, maximal vielleicht noch 1,5 Minuten. Aber so im Durchschnitt habe ich Musikstücke oder Musikabschnitte, die so um die 30, 40 Sekunden gehen. Die baue ich meistens aus irgendwelchen Loop-Dateien zusammen. Dann entgehe ich dem Problem des Copyrights und irgendwelcher Rechte, die ich dann verletze. Und das möchte ich nicht. Also ich gucke, dass ich GEMA-freie Schnipsel habe, so eine Loops, und die dann zusammenbaue. Das ist vielleicht nicht immer hundertprozentig, logischerweise. Ich bin kein Musiker, aber es ist rechtlich okay.
und ich bin raus aus der Nummer, dass ich ein Problem bekomme, vielleicht auch später ein Problem bekomme mit meinen Videos. Wenn der Film fertig ist, ist er noch lange nicht bei YouTube, muss er erstmal übertragen werden. Das heißt, auf dem Kanal muss ich den Film jetzt hochladen. Das geht mit einem schlechten Account, zum Beispiel im Hotel, dauert das dann mehrere Stunden, was natürlich nicht sehr schön ist. Zu Hause habe ich einen guten Anschluss, da dauert das dann vielleicht eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, wenn es ein größer Film ist. Und ich muss eine Videobeschreibung machen, ich muss ein paar Suchwörter eingeben, ich muss das irgendwelchen Listen zuordnen, einen ordentlichen Titel machen und ich mache auch immer ein vernünftiges Coverbild, also ein Bild, was angezeigt wird. Erst dann schalte ich den Film öffentlich frei. Und dann freue ich mich, wenn sich meine Abonnenten und meine Zuschauer den Film angucken, also das Video angucken. Jetzt ist der komplette Film abgeschlossen und ja, ist bei YouTube zu sehen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war's für heute. Das war die Videoproduktion. Falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Also auf die Kamera kann man sich nicht verlassen, weil hier lauter weiße Flächen hinten sind und ein schwarzer Sessel, das funktioniert schlecht. Also ausgeleuchtet ist, Licht ist da, die Lichtfarbe ist angepasst an diese Lichtfarbe. Hier konnte ich noch eine Hotellampe dafür aufbringen und jetzt kann ich hiermit filmen.